Don Fabrizio Massimo Brancaccio ist der Mehrheitseigentümer des Vatikans und der Mehrheitseigentümer der sizilianischen Mafia und der italienisch-amerikanischen Mafia. Massimo nutzt Gewalt, Drohungen, Erpressung und Erpressung als seine wichtigsten Kontrollinstrumente. Massimo hat eine verborgene Abstammung mit dem alten spanischen Haus von Burgund und der Asturleone-Dynastie in Spanien, die auch den sizilianischen Adel als das Haus von Leone gründete. Die Massimos sind Teil des spanischen Königs- und Adelsgeschlechts, das in Mexiko und Lateinamerika ansässig ist. Der Massimo-Familie von Roccaseca gehört die Clerkenwell-Mafia in London, auch Adams-Clan genannt, und sie sind Miteigentümer verschiedener irischer Mafiagruppen. Prinz Carlo Massimo leitet den souveränen militärischen Malteserorden als Präsident der italienischen Assoziation des Malteserordens. Nazi-Deutschlands Vizekanzler Franz von Papen und die Nazi-Familie Böselager waren Ritter des Malteserordens. Douglas Leone, ein Vertreter von Prinz Carlo Massimo, gründete Sequoia Capital und investiert in Silicon Valley, Technologieunternehmen in Israel und China. Die Massimos arbeiten auch eng mit den Familien Corsini, Lancelotti, Breckspeare und Pierleoni zusammen. Die Pierleoni-Familie ist eine alte katholisch-jüdische Familie mit Verbindungen zum Vatikan und zum Bankwesen und leitet im Geheimen die Kabalgesellschaften mit Prinz Massimo Pierleoni als oberstem Aufseher und Architekten. Die Massimo-Familie hat über ihr Massimiliano Massimo-Institut und das ehemalige Jesuitenkolleg Nobile Mondragone, das 5 Massimo-Präsidenten hatte, Macht über die Jesuitenfraktion. In ihrer 1000-jährigen Geschichte haben die Familien des schwarzen Adels durch Plünderung ungeheuren Reichtum angehäuft, den sie zur Kontrolle von Staaten, Unternehmen, Banken und Verbrechen eingesetzt haben und einsetzen. Neben dem schwarzen Adel gibt es den sogenannten weißen Adel, dem es einst offen und heute periodisch und verdeckt gelang, die Entwicklung der menschlichen Zivilisation, einschließlich ihrer Kultur und Technologie, positiv zu beeinflussen. Der weiße Adel pflegte, so gut es ging, positive spirituelle Praktiken und eine Verbindung zu den Linien und Energien der Göttin, den weiblichen göttlichen Energien. Wie kürzlich von der Widerstandsbewegung berichtet, hat der weiße Adel Klage gegen den schwarzen Adel eingereicht, weil die Familien des weißen Adels auch die rechtmäßigen Besitzer von historischen Vermögenswerten, goldenem Vlies und Sicherheitskonten sind. Der Konkursplan des schwarzen Adels wird als 6900er-Serie von Zusammenbruchsprotokollen bezeichnet. Diese Aktion gegen die Familien des schwarzen Adels wird durch das positive Militär durchgeführt, wodurch die Familien des schwarzen Adels effektiv bankrott gemacht werden. Die Finanzen der Welt werden jetzt von den Rothschilds kontrolliert, durch ein Computerprogramm mit künstlicher Intelligenz, das von JP Morgan betrieben wird. Dem Widerstand ist es gelungen, sich in ihren Quantencomputer zu hacken, und er wird zu einem günstigen Zeitpunkt die Kontrolle über die Finanzen an sich reißen. Nach dem Ereignis und der Beilegung des Rechtsstreits werden die positiven Streitkräfte die Verteilung der Vermögenswerte an die Menschheit schützen und das Finanzsystem kontrollieren. Alle Ereignisse werden sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens abspielen. Die Mächte des Lichts planen, jedem Menschen eine recht große Geldsumme auszuhändigen, die größtenteils ausreichen wird, um Schulden zu tilgen und die Grundbedürfnisse zu erfüllen. Später, nach dem Erscheinen von Replikationsgeräten, freier Energie usw., wird der Bedarf an Geld minimal sein und dann ganz verschwinden. Saint Germain hat das Kommando. Wie wir bereits geschrieben haben, steht nach einer bedeutenden Reinigung der astralen und ätherischen Ebenen des Planeten Erde nun eine nicht weniger wichtige Arbeit an, auf der physischen Ebene. Was in Israel geschieht, ist eine Reaktion der dunklen Kräfte auf die Operationen der Kräfte des Lichts auf der Oberfläche des Planeten. In der Widerstandsbewegung wird heute mehr darüber berichtet. Die dunklen Mächte haben eine bestimmte rote Linie überschritten, und als Reaktion darauf ist der Widerstand in Aktion getreten. Die dunklen Mächte haben durch ihre kollektiven Aktionen eine kritische Masse an Prinzipien des galaktischen Kodex verletzt,
und die Kräfte des Lichts haben per Gesetz grünes Licht, auf der Oberfläche des Planeten zu intervenieren, ungeachtet der lokalen Gesetze, an die sich die Menschheit ohnehin nicht hält. Der erste Schritt dieses Interventionsprozesses auf der Oberfläche war die Entfernung all derjenigen Mitglieder der Kräfte des Lichts, die zu viele Kriegstraumata oder Ängste hatten, um einen sinnvollen Beitrag zum Befreiungsprozess zu leisten. Die Zeit der endlosen Diskussionen im Galaktischen Rat war vorbei. All diese verletzten und verängstigten Wesen wurden an Orte außerhalb dieses Sonnensystems gebracht, wo sie die dringend benötigte Heilung erfahren werden. Die verbleibenden Wesen haben viel weniger Angst und sind bereit zu handeln. Sengjama erhielt das Kommando über alle unterirdischen und oberirdischen Operationen und alle Lichtkräfte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Widerstand und die plejadische Flotte, die Sirianer, die Andromedianer, die Arcturianer, die zentrale Rasse und die zentrale Rasse, standen nun unter seinem Kommando für planetarische Operationen. Sengjama befahl den Streitkräften des Lichts, sofort in Aktion zu treten, und am 5. Oktober räumte der Widerstand die meisten Orte des Kindesmissbrauchs in den Kellern der Archansburgen des Schwarzen Adels und rettete viele Kinder. Der Schwarze Adel empfand dies als Eingriff in sein Privateigentum und fürchtete zum ersten Mal in seiner Existenz um sein Leben. Daraufhin gab die Familie Pallavicini den Befehl, den Plan Dum 33 oder das, was davon übrig war, zu aktivieren. Nach diesem Plan des Dum 33 werden die nicht-physischen Archonten, wenn die Massenverhaftungen beginnen, durch okkulte Rituale den höheren physischen Archonten innerhalb des Ordens der Malteserritter und der Freimaurer des 3. Grades ein Signal geben. Grades der Freimaurer. Diese Männer geben dann über ihre Verbindungen zum Militär und zu den Geheimdiensten Befehle, so viel Zerstörung und Chaos wie möglich zu verursachen. Der derzeitige Krieg in Israel wurde von Yahya Sergio Yair Pallavicini geplant, der Verbindungen sowohl zu hohen israelischen politischen Kreisen als auch zur Hamas hat. Israel hat den Einmarsch der Hamas absichtlich zugelassen. Das Ziel der schwarzen Aristokratie ist es, den israelischen Konflikt zu maximieren, in der Hoffnung, den Dritten Weltkrieg in Übereinstimmung mit ihren Prophezeiungen von Armageddon auszulösen. Die Kräfte des Lichts tun alles, was sie können, um den Konflikt zu begrenzen und zu verhindern, dass er sich über die Grenzen Israels hinaus ausbreitet. Der Widerstand hat diesen Konflikt als Deckmantel benutzt, um endlich einige Bodenoperationen zu starten. Er ist nun aktiv dabei, Skalar- und gerichtete Energiewaffen von der Oberfläche zu entfernen. Als die Hamas am 7. Oktober ihre Invasion in Israel startete und ein Festival in der Nähe des Kibbuz Urim angriff, gelang es Mitgliedern des Widerstands, einige Skalar- und Nachrichtensysteme in der nur wenige Kilometer entfernten Militärbasis Urim teilweise zu deaktivieren. Erinnern wir uns daran, dass die Basis Urim die wichtigste Hochburg der Archonten und die Hauptbasis für skalare und gerichtete Angriffe ist. Sie beherbergt einen sehr leistungsfähigen Quantensupercomputer und das Zentrum des umgekehrten planetarischen Gitters, das Zentrum der planetarischen Primäranomalie. In der Widerstandsbewegung angekündigt, dass Bodenoperationen des Widerstands, um skalare und gerichtete Energiewaffen zu entwaffnen, wird fortgesetzt. Aber Informationen über die Operationen ist immer noch klassifiziert. Es wird berichtet, dass im vergangenen Jahr das Projekt der intelligenten Stadt The Line in Saudi-Arabien, eine riesige technologische Ameisenhaufen der neuen Weltordnung, die wir hier geschrieben vorgestellt wird, bereits aktiv umgesetzt. Es gibt Erdarbeiten daran erinnern, dass diese umweltfreundliche Stadt wird über die Wüste zu erstrecken. Die Stadt in Form einer geraden Linie, 170 Kilometer lang und 500 m hoch, wird aus 2 durchgehenden Reihen von Wolkenkratzern bestehen, zwischen denen Wohnviertel liegen. Sie soll 9 Millionen Menschen beherbergen, was einer Bevölkerungsdichte von 265.000 Menschen pro Quadratkilometer entspricht, 10-mal so viel wie in Manhattan. Im Gegensatz zu allen anderen Städten, die einen kreisförmigen Grundriss haben, ist die Linie eine Stadtform, die ausdrücklich von Verbindungen und Mobilität abhält. Man muss sich nur die Fernsehserie Through the Snow ansehen, um das zu erkennen.
Wenn wir zufällig zwei Personen in einer Linie auswählen, sind sie im Durchschnitt 57 Kilometer voneinander entfernt, was eine aktive Mobilität verhindert. Aber wenn das so unangenehm ist, warum wurde dann gerade diese Form gewählt? Der Forscher David Icke erklärt den Grund: Wenn man die Welt betrachtet, sieht sie aus wie eine Ansammlung von zufälligen Ereignissen aller Art, die in der Gesellschaft passieren. Und genau so sollten wir sie auch sehen. Denn wenn man die Dinge nur als zufällig betrachtet, sieht man nicht die Muster, die einem die wahre Geschichte erzählen. Aber wenn man das beabsichtigte Ergebnis kennt, sieht man den Weg. Plötzlich werden Ereignisse, die vorher wie zufällig erschienen, zu offensichtlichen Trittsteinen auf dem Weg zu diesem Ergebnis. Was ist also das Ergebnis? Das Ergebnis ist die Schaffung einer Gesellschaft, die ich als Hunger Games bezeichne, denn diese Filme symbolisieren gewissermaßen die geplante Struktur der Gesellschaft, die sich bereits um uns herum entfaltet. Was für eine Art von Gesellschaft ist das also? Es gibt die Superreichen und Privilegierten, die in einer sogenannten Hauptstadt mit Hochtechnologie und Geld leben. Und der Rest der Bevölkerung ist in Gruppen von Menschen aufgeteilt, die in extremer Armut leben. Sie wurden in Sektoren aufgeteilt, damit sie nicht mit anderen Sektoren kommunizieren und sich vereinigen können. Auf diese Weise wird buchstäblich geteilt und erobert. Es ist ein Weg, jeden unter totale Kontrolle zu stellen. Zur gleichen Zeit wird die Technologie der totalen Kontrolle in China getestet. David Icke erklärte, warum dieses Land für das Experiment ausgewählt wurde. Das Modell für die Hunger Games Gesellschaft auf der ganzen Welt ist China. Ich habe jahrzehntelang gesagt, dass Maos Revolution in China von etwas organisiert wurde, das ich einen globalen Kult nenne. Es ist ein globales Netzwerk von Geheimgesellschaften. Und der Grund dafür war, in China eine im Wesentlichen geschlossene Gesellschaft zu schaffen, innerhalb derer ein System der Kontrolle und Überwachung von Menschen durch Technologie entwickelt und ausgebrütet werden konnte, das dann, verfeinert, weltweit als globales System funktionieren würde. Warum hält die Kabbale an all dem fest, fördert die Trennung, den Transhumanismus und ein digitales Konzentrationslager, obwohl sie bereits genau weiß, dass sie verlieren wird? Corey Goode antwortete neulich, sie glauben einfach an ihren Gott. Ist es richtig, diese Pläne, die bereits direkt vor unseren Augen umgesetzt werden, einfach zu ignorieren? Nein, es ist wichtig, sie zu beleuchten und ihnen zu widersprechen. Ignorieren heißt schweigen, und Schweigen ist ein Zeichen der Zustimmung. Geistig reife Menschen verstecken sich nicht vor Lösungen, sie üben ihren freien Willen aus, ohne sich emotional zu verwickeln und den Kult nicht mit den Energien der Angst zu nähren. Es ist wichtig, dass wir uns nicht verstecken, sondern auf unserer Zeitachse zeigen, was wir nicht wollen und was wir wollen, um anderen unseren Standpunkt zu vermitteln. David Icke hat sehr treffend gesagt, eine Person kann die Welt nicht verändern, aber eine Person kann eine Botschaft überbringen, die die Welt verändern kann, sagte er am 2. Oktober auf usdblog.org, die in Echtzeit den Stand der Staatsverschuldung aller Länder und Nationen widerspiegelt. Erschien plötzlich eine sehr merkwürdige Botschaft, und Jesus ging in den Tempel Gottes und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um, was ein Zitat aus dem Matthäusevangelium 21,12 ist, und am 8. Oktober erschien auf derselben Website eine weitere Botschaft. Ich war im Geist am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine laute Stimme wie den Schall einer Posaune, was ein Zitat aus der Offenbarung des Johannes 1,10 ist. Der Text wurde vor dem Hintergrund einer Karte Jerusalems aus den Prophezeiungen Hesekiels dargestellt, über der 7 Kerzen und 7 Engel zu sehen sind. Diese ungewöhnlichen Botschaften, die auf der in den 1980er Jahren von einem Milliardär namens Durst gegründeten Website Dead Clock erschienen, wurden genau um Mitternacht gelöscht. Viele haben bereits spekuliert, dass dies geschah, um auf den Zusammenbruch des gesamten globalen Finanzsystems hinzuweisen. Wer könnte das getan haben und wozu?
Erinnern Sie sich daran, dass nach den Informationen der Widerstandsbewegung in diesen Tagen der Beginn der Operationen der Lichtkräfte auf der Oberfläche des Planeten gegeben war. Und gestern wurde dort berichtet, dass diese verschlüsselten Botschaften von jemandem gesendet wurden, der Zugang zu sehr hochrangigen Geheimdienstinformationen hat und ein tiefes Verständnis für die Operationen hat, die hinter den Kulissen ablaufen. Warum verhält sich die Kabale so schamlos und ungestraft? In den letzten 80 Jahren hat sie Billionen von Dollar in unterirdische Anlagen investiert, in die sie sich im Falle eines Falles zurückziehen könnte. Einige dieser Strukturen haben die Größe von Großstädten. Der ehemalige Teilnehmer am verdeckten Weltraumprogramm Corey Goode sprach über das, was er gesehen hat und weiß: Ich habe die Bilder gesehen, ich habe die Videos gesehen, sie wurden von einer Drohne aufgenommen. Das ist es, was den Leuten gezeigt wird, die sich an verdeckten Raumfahrtprogrammen beteiligen wollen. Man sagt ihnen, wir haben Basen, die so fortschrittlich sind wie die in Science-Fiction-Filmen. Offensichtlich sind sie für die Elite gebaut. Wenn man zufällig ein Video von einigen dieser Orte sieht, könnte man meinen, es handele sich um eine Luxusspielhalle oder ein Hotel in Dubai. Es ist einfach fantastisch, futuristisch. Normalerweise gibt es in der Mitte weite, offene Räume und draußen, an der äußeren Grenze, befindet sich der Eingang zu den Komplexen. Dann sind da noch die Wände der Höhle, die zum Bau der Struktur verwendet wurde. Man kann auch die riesigen gebogenen Aufzüge sehen, die für die Kontrolle der Umgebung sorgen. Es handelt sich um ein geschlossenes System. In einem geschlossenen System kann man den Raum abdichten und die Atmosphäre kontrollieren. Dort wird Hydroponik betrieben, das heißt, es gibt Pflanzen, die durch die Reinigung des Kohlendioxids zum Ausgleich der Atmosphäre beitragen. Es gibt auch Wassersysteme. Manche Einrichtungen sind Städte, unterirdische Städte, in die sich die sogenannte Elite und ihre Familien zurückziehen können. Menschen betreten Gebäude, steigen in Dienstaufzüge, von denen das übrige Personal nichts weiß. Sie fahren ein paar Stockwerke tiefer und steigen in unterirdische Shuttlezüge ein. In 1 oder 2 Stunden bringen die Shuttles sie dorthin, wo sie in unterirdischen Städten rund um den Globus arbeiten.